Hallo, ich bin Valeria, ich bin 25, ich studiere in Lugano im letzten Studienjahr Medizin. Außerdem bin ich auch Präsidentin von der SWIMSA, das ist die Swiss Medical Students Association. Die SWIMSA vertritt die Stimme von 9000 Medizinstudierenden auf nationaler und internationaler Ebene. Persönlich liegt mir die Weiterentwicklung oder die nachhaltige Weiterentwicklung von meinem zukünftigen Beruf sehr am Herzen. Ich bin jetzt im letzten Studienjahr und ich habe sehr viele Freunde, die schon arbeiten als Assistenzärzte und Ärztinnen, und ich bekomme einen sehr guten Alltag mit, der nicht immer einfach ist. Und darum liegt es mir am Herzen, dass der eigentlich sehr schöne Beruf nicht verloren geht und dass die Leute wirklich auch ein bisschen die Freude behalten am Beruf. Gleichzeitig möchte ich mich längerfristig auch dafür einsetzen, dass wir an einem Gesundheitssystem arbeiten, das nachhaltig ist und nachhaltig finanzierbar ist. Die grössten Probleme in unserem Gesundheitswesen oder auch in der Ärzteausbildung, im Beruf von der Ärzteschaft, auch wenn ich nicht von Problemen rede, ich würde lieber von Herausforderungen reden, würde ich sagen, ist die Tatsache, dass sehr viele Leute den Beruf verlassen, viel mehr, als wir eigentlich denken. Also nicht nur Ärzte, Ärztinnen verlassen den Beruf, sondern auch Pflegefachkräfte. Ich glaube, da muss jetzt die Politik etwas dafür machen, dass die Leute dort bleiben. Längerfristig müssen wir vielleicht überlegen, ist die Spitalplanung, so wie sie jetzt ist, nachhaltig? Finanzierbar, ja oder nein? Und es gibt jetzt auch neue Ideen im Raum, wie ob man nicht möchte eine bundesweite Spitalplanung machen, anstatt mehr Kantone geistlich. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt seit 2 Jahren im Tessin und dort ist man schon sehr abgeschottet von der Deutschschweiz oder auch von der Westschweiz. Und es ist manchmal, das sind Sachen, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, lange habe ich nicht gecheckt, dass was ich mache, ist Politik. Darum, ich bin schon immer jemand, der Sachen hinterfragt hat, der nicht verstanden hat, wieso Sachen so wie jetzt zustande kommen. Ich habe immer die Frage im Kopf gehabt, wieso passiert das und könnte man es nicht irgendwie verbessern. Die grössten Herausforderungen würde ich in 2 aufteilen. Zum einen persönlich, dass du immer wieder also deine Grenzen kommst, auch deine eigenen Werte in Frage musst stellen und dich immer wieder musst identifizieren, hey, ist das, was ich jetzt mache? Ist das immer noch das, was ich will machen? Ist das, wofür ich einstehe? Mein persönliches Rezept, um in dem Politikdschungel zu klarkommen, ist, ein offenes Ohr und offene Augen zu haben, um immer wieder Neues zu lernen. Das heisst, ich lerne aus Erfahrungen und aus Erzählungen. Das hat mir immer geholfen. Ich denke, die Herausforderung bei der Einbezug von jungen Leuten ist, dass sehr oft die jungen Leute einfach einbezogen werden, aber nicht auf ihre Meinung gehört wird. Ja, SDGs. Die kennt auch niemand. Und da sagt man mein Liebling. Das 3, Gesundheit. Zum einen muss man Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dass die Bevölkerung über das aufgeklärt wird. Und zum anderen muss man sich auch klare, konkrete Ziele setzen. Ich meine, das SDGs sind global. Es ist also auf Englisch ein Goal, aber es hat keine Indikatoren, um mit Smart Goals möchte ich reden. Mega schön, bist du dabei gewesen. Danke vielmals fürs Kommen. Danke vielmals und noch eine gute Zeit und niemals stehen bleiben. Classic. Ich kann schon sagen, oh, ich habe es gefangen. How one touched my heart.